Lieber Widder, herzlich willkommen zu deinem April-Taroskop, April 2025. Schauen wir uns hier in diesen Videos an, wie sich dein April gestalten möchte, was er für dich bereithält. Zu diesem Video, wie immer bei mir, eine Extended-Version. Den Link dazu findest du hier unterhalb dieses Videos in der Infobox. Drück bitte drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. Energetisch, praktisch, zwischenmenschlich. Was wird wichtig und ausschlaggebend für den Widder? Du erkennst etwas, für das du selbst verantwortlich bist. Die Erkenntnis ist die Blendung. Du hast dich blenden lassen. Vielleicht zu gutmütig, vielleicht kein Interesse, keine Zeit gehabt, um genau hinzusehen, lieber Widder. Schauen wir. Definitiv, lieber Widder, du hast 4 Themenkarten. Bringst du etwas auf den Punkt? Du wirst auf etwas hingewiesen, etwas möchte sich entfalten. Das, was sich entfalten möchte, ist ein Thema, das dich, geblendet hat. Du es vielleicht sogar missinterpretiert hast, dich davon gejagt gefühlt hast, manches Mal sogar bedroht. Es ist etwas, wo du dir versprochen hast, wo du dir davon versprochen hast, dies ist noch zu erreichen, dort muss ich mich hineinknien, das ist zu tun damit. Doch du wirst eines Besseren belehrt, denn der April möchte dir deine eigenen Grenzen aufweisen, dort, wo du selbst sie überschritten hast. Nicht im positiven Sinne. Im Sinne, wo bist du an deine Grenzen gelangt und hast aber trotzdem weitergemacht, hast nicht auf deine innere Stimme gehört, die dir immer anderes suggeriert hat. Dann kommst du ebenso, vielleicht sogar mit diesem Thema gekoppelt oder andere Baustelle, kommst du auf jemanden, vor allem um den 23. April, der dich gut möglich hintergangen hat, beziehungsweise nicht ehrlich zu dir war. Wow, lieber Widder, ich glaube, der April möchte aufräumen. Der April möchte bei dir tiefgreifende Klarheit bringen. Im Zentrum des Ganzen du selbst, selbstverständlich. Du selbst mit deiner Entwicklung, deinem Wachstum, du selbst mit einer neuen Ausrichtung. Wisse, dass du grenzenlos bist. Die Grenzen sind oft selbst auferlegt, die mentalen. Ich glaube, es gibt dann ab dem 23., wo du genau erkennst, wer dir nicht gut gewillt ist, nicht gut gesonnen ist oder wo du dich vielleicht aufgearbeitet hast, kaputt gemacht hast selbst und es genau das Joch ist, das immer über dir schwebt, dich im Mangel vielleicht hält, wie auch immer. Ich glaube, du hörst ab da, gut möglich bis Ende April eben, also in dieser einen Woche, hörst du auf dich, beziehungsweise wirst fast dazu gezwungen, Innenschau abzuhalten. Und es ist gut möglich, dass du auf Wanderung gehst. Wanderung bedeutet selbstverständlich nicht sesshaft. Wanderung bedeutet erkunden. Wanderung bedeutet Inspiration. Im April wirst du
dich von A nach B bewegen? Wirst du eine Reise tätigen? Wirst du dein gewohntes Umfeld, deine Komfortzone verlassen, ohne zu wissen, dass es die Reise der Reisen werden wird. Plötzlich ist das Spotlight an auf jemanden, der sehr gut möglich immer im Hintergrund war, in den Vordergrund kommt und du erkennst, dass es dieser jemand war, der dich getrieben hat. Deine Themenkarten. Wie wunderbar. Du bist bereit, alles umzukrempeln. Du bist bereit, dieses Thema genau anzuschauen, loszulassen und gut möglich, dass ein Stier mit involviert ist. Du hast im April die Möglichkeit für einen grandiosen innerlichen und somit auch äußerlichen Neuanfang, wenn du bereit bist, dich lehren zu lassen. Nicht belehren, sondern lehren zu lassen. Indem, dass es immer weitergeht. Indem, dass es keinen Stopp gibt, keine Grenze gibt. Und gut möglich, dass du im April beschließt, eine andere Lebensposition durch eine andere Lebensweise einzunehmen. Am 5. April ist es gut möglich, dass du um Rat gebeten wirst, beziehungsweise dein fachkundiges Wissen erfragt wird. Ich glaube, dadurch kommt dir eine Idee für die Zukunft. Auch gut möglich ist, dass ein Mensch aus einer anderen Kultur als die du es hast, aus einem anderen Land. Ein Mensch, der aus einem Land kommt, wo sehr viel steiniges, karges Gebirge vorhanden ist, dass dieser dich auf irgendeine Art und Weise anführt, dir die richtigen Impulse gibt. Gut möglich, wie gesagt, dass du eben diesen auf einer Reise begegnest. Sie sagen, manch einer von euch hört den Ruf und wird ihm folgen. So, beginnen wir mit den Details, lieber Widder. Der April beginnt mit einem wunderbaren Geschenk, mit einem wunderbaren Zuspruch, mit einem ganz tollen Kompliment, etwas, was dir sehr viel bedeutet, was dir sehr gut tut, etwas sehr, sehr Liebevolles, etwas sehr Mitfühlendes, etwas sehr Wertschätzendes dir gegenüber. Du selbst öffnest dich auch der Liebe. Es ist, als würdest du sogar die Liebe hinterfragen, im Sinne, was ist Liebe? Habe ich jemals wirklich geliebt? Wer ist für mich Liebe? Durch das, was du im April geschenkt bekommst vom Universum und von deinen lieben, engsten Mitmenschen, erkennst du das Selbstkreierte, erkennst du die Zusammenhänge. Jemand aus der Ferne möchte dir etwas überreichen, überbringen oder möchte gar deine Aufmerksamkeit. Es ist gut möglich, lieber Widder, dass du plötzlich von einem Inkognito-Verehrer, Inkognito-Verehrerin erfährst, diese all ihren Mut, all seinen Mut zusammennimmt und ja, auf dich zukommt.
Der April, man könnte sagen, es ist ein Neubeginn für die Liebe. Du entscheidest dich für die Liebe dir selbst gegenüber, für die Liebe zum Leben. Du suchst das Bedingungslose. Doch bevor wir Bedingungslosigkeit von anderen erwarten, lieber Widder, sei erst einmal bedingungslos zu dir selbst. Da fängt es nämlich schon an. Und da ist ja das Thema auch gleich wieder gekoppelt mit dem sich gejagt fühlen, sich in die Enge getrieben fühlen, mit dem sich selbst unterdrücken, mit dem Hamsterrad. Der Neuanfang, der im April stattfinden darf, er ist unscheinbar, doch er ist so leicht. Er bringt so viel Zufriedenheit mit sich. Lasse dir die Erkenntnisse, die du erlangen darfst, lasse dir das Wohlwollen, das aus dir herausströmt, nicht nehmen. Es gibt ein Luftzeichen, Wassermann, Zwilling, Waage, welches unschöne Absichten hat, sich selbst bereichern möchte. Doch entweder möchtest du es nicht sehen und wahrhaben, oder aber auch, du tust so, als ob. Einige Widder werden sich mehr und mehr Auszeiten gönnen, sei es wirklich Ruhephasen, sei es Meditationen, sei es einfach auf egal welche Art und Weise ein Innehalten, indem du vielleicht mehrmals untertags Musik hörst, indem du mehrmals untertags, falls du die Möglichkeit hast, raus in die Natur gehst, dich mal auf den Erdboden setzt, dich an Bäume lehnst, Pflanzen genau betrachtest, diese berührst, ganz egal wie du dir diese Ruhephasen schaffst, wisse, dort kommt die große, große Erkenntnis. Denn plötzlich nimmst du wahr, was immer schon da war, was du aber in keinster Weise beachtet hast. Wir machen weiter im Extended, lieber Widder, und schauen uns weitere Details an. Bis gleich, wir freuen uns auf dich. Ciao!